Manchmal ist das Schweigen derer, die eigentlich schreien müssten, lauter als jeder Protest. Hinter der Bürokratie der Ämter, den Aktenstapeln und der glatten PR verläuft ein tiefer Riss. Er geht mitten durch die Organisationen, die eigentlich ein Versprechen im Namen tragen, Mut und den Schutz des Lebens. Was hier seit Wochen passiert ist, war kein technisches Problem. Es war der Moment, in dem Fachwissen nicht mehr dazu diente, eine Lösung zu finden, sondern nur noch als Vorwand für das eigene Nichtstun herhalten musste. War die eigene Marke am Ende also wichtiger als die Mission? Oder hatte man einfach nicht den Mut, sich gegen ein Gutachten zu entscheiden, das das Tier längst aufgegeben hatte? Alles beginnt mit einem Todesurteil auf Raten. Der 7. April markiert den Tag, an dem ein Blatt Papier endgültig wurde, noch bevor eine rettende Hand das Tier überhaupt berührt hatte. Während echte Wissenschaft auf die Untersuchung am Individuum basiert, wurde hier das Dokument zum Ersatz für die Realität. Es bleibt die Beobachtung, dass ohne ein einziges Blutbild, ohne Ultraschall rein aus der Distanz am Monitor entschieden wurde. Es war das Prinzip einer Steuerung vom Schreibtisch aus. Eine Wahrheit wurde administrativ festgeschrieben, bevor man überhaupt hingesehen hatte. Ein Lebewesen wurde aufgegeben, ohne jemals sein Impulsgefühl zu haben. Der Wal wurde nicht klinisch untersucht, er wurde einfach nur abgeschrieben. Suchte man hier also wirklich nach der medizinischen Wahrheit? Oder einfach nur nach einer fachlichen Begründung, um sich aus der Verantwortung zu ziehen. Während draußen Menschen im Schlick um jeden Zentimeter Freiheit kämpften, wurde Fachwissen zur Barriere. Wer nicht aufgeben wollte und den Dreck an den Stiefeln hatte, galt in den offiziellen Mitteilungen als unprofessionell. Man nutzte den Vorwurf der Tierquälerei wie eine Waffe, um Kritik abzuräumen und zivile Hilfe auszubremsen. Es war die Distanz der Organisation gegen die echte Empathie der Menschen vor Ort. Die jahrelang aufgebaute Seriosität diente als Werkzeug gegen die Menschen, die in diesem Moment einfach nur helfen wollten. Fachbegriffe wurden genutzt, um die Menschlichkeit draußen zu lassen, denn wenn die Prognose des sicheren Ertrinkens schon feststeht, wird das eigene Gutachten zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Wurde hier vielleicht Professionalität mit Gleichgültigkeit verwechselt oder stand das Protokoll am Ende faktisch über dem Leben? Besonders deutlich wird dieser Widerspruch beim Spiel mit den Zahlen. Die US-Ärztin Jenna Wallace sah nach ihrem klinischen Blick eine reale Chance von 50%. Ein biologisches Vielleicht, für das man normalerweise kämpfen würde. In der Medizin ist eine solche Quote ein Grund zur Hoffnung, doch in der Kommunikation der Organisation wurde daraus ein sterbenskrankes Tier. Vielleicht wurden hier Informationen gefiltert, damit die Story vom sterbenden Wal bloß keine Risse bekommt. Denn eine 50% Chance bedeutet Arbeit, Risiko, Einsatz. Ein sicherer Tod ist da einfacher, denn er bedeutet Feierabend für die Behörde. War der Frieden am Ende mit dem Ministerium wichtiger als das Überleben? Oder war es einfach nur zu teuer, um einen eigenen Fehler zuzugeben? Denn wenn Argumente im Hier und Jetzt ausgehen, folgt die Flucht in Szenarien über die Zukunft. Es werden Ängste in ferner Zukunft vorausgesagt, nur um die Hilfe in der Gegenwart verweigern zu können. Dabei wird nicht das Tier geschützt, sondern die eigene Prognose. Es geht um die Angst, unter keinen Umständen zugeben zu dürfen, dass man vielleicht doch falsch lag. Es wirkt fast so, als wäre das Risiko eines Fehlers schwerer als die Chance auf Rettung. Man wahrt lieber das Gesicht, als den Puls zu fühlen. Denn die Organisationen agieren wie Konzerne, denen der Ruf wichtiger ist als das Individuum, für das sie eigentlich angetreten sind. Am 28. April bricht plötzlich dieses Kartenhaus aus Gutachten zusammen. Es ist der Tag, in dem das Tier die einzige Antwort gibt, die zählt. Während in klimatisierten Büros noch erklärt wird, warum biologisch nichts mehr geht, schwimmt der Wal aus eigener Kraft, geschoben von Menschen, plötzlich auf die Waage. Die Helfer haben das Unmögliche bewiesen, während die Experten in ihren Büros noch damit beschäftigt waren, das Ende wissenschaftlich zu begründen. Dieser Moment zeigt, das Tier hat die Theorie körperlich widerlegt. Die Grenze lag nie in der Biologie, sondern in den Köpfen und Strukturen der Organisation. Die Realität hat das Papier einfach überholt mit einer Wucht, die jedes Gutachten wertlos macht.
Was am Ende bleibt, ist ein Offenbarungseid einer ganzen Struktur. Es brauchte einen Millionär, externe Tierärzte, um diese eiserne Einigkeit der Organisation zu brechen. Denn in dieser Gesellschaft scheint die Wahrheit oft für sie reserviert zu sein. Wenn ein Schicksal nicht in das Raster ihrer Gutachten passt, wird es für beendet erklärt, bis jemand kommt, der die Mittel, das Geld und die nötige Ignoranz gegenüber einer lähmenden Bürokratie hat. Nur wenn der Schutz des eigenen Status wichtiger wird als die winzige Chance auf Leben, dann verliert das Wort Tierwohl seine Seele. Was ist die wissenschaftliche Erkenntnis am Ende noch wert, wenn sie durch ein lebendes Tier auf einem privaten Kahn innerhalb von Stunden zertrümmert wird?